Guten Morgen, ihr seid hier heute zum Demo-Day der 13. Förderrunde des Prototype Fund. Wir freuen uns über die 23 sehr spannenden Projekte, die heute auch alle hier sind und ihre Ergebnisse vorstellen. Das ist ja immer wieder eine sehr große, sehr schöne Sache, nach einem halben Jahr zu sehen, was aus den Projekten geworden ist. Mein Prototyp ist ein föderiertes Inseratsystem. Da kann jeder eine Plattform betreiben, mit der man Kleininserate publizieren und beantworten kann, und das ist in das Fediverse eingebunden. Ich bin so drauf gekommen, dass ich einen sehr vollen Keller habe und Zeug loswerden will, aber einfach nicht zufrieden war mit den bestehenden Lösungen, die man da so kennt. Mir ist eben sehr wichtig, dass User die Kontrolle über ihre Daten behalten. Wir haben im Rahmen des Projekts ein Webtool gebaut, das mit Hilfe von automatischen Spracherkennungsmodellen Audio- und Videodateien automatisch verschriftlicht. Ich mache Begleitforschung beim Prototype Fund. Ich freue mich besonders, hier mit den Geförderten ins Gespräch zu kommen. In meinem Prototypen geht es darum, die Erstellung von Audiodeskriptionen für ein blindes und sehbehindertes Publikum zu vereinfachen. In unserem Projekt haben wir eine Möglichkeit gebaut, Big Blue Button Konferenzen für Menschen mit einer Seheinschränkung zugänglich zu machen. Wenn Open Source Software eigentlich für alle Menschen zur Verfügung stehen soll, ist das ja nur ein Teil der Wahrheit, wenn sie nicht accessible ist. Dann ist sie per se in meiner Definition vielleicht frei, aber nicht offen im Sinne von zugänglich. Bias ist eine Toolbox, um Bias in NLP-Anwendungen zu finden. Sehr, sehr schöner Luxus, tatsächlich mal explorativ an was zu arbeiten, wo wir auch einen gesellschaftlichen Mehrwert sehen, aber das sonst ehrenamtlich hätten machen müssen. Wenn ich unseren Prototypen in einem Satz erklären würde, dann würde ich betonen, dass Searchwing Drohnen baut, um Geflüchtete auf dem Mittelmeer zu finden für Sea-Watch, Mission Lifeline und Co., um sie in die richtigen Hände zu übergeben. Es ist großartig, was für Ideen, was für Lösungen angegangen werden für gesellschaftliche Probleme, also gemeinwohlorientierte Technikentwicklung. Wenn es nach mir ginge, dürfte es nur Open-Source-Software geben. Es geht bei meinem Projekt vor allem darum, das Vergleichen von den eigenen Sequenzierungsdaten mit Referenzinformationen zu vereinfachen. GGET hat inzwischen über 60.000 Downloads. Seit Januar wird GGET wirklich weltweit benutzt und ist richtig zum Standard geworden in der RNA- und DNA-Sequenzanalyse. Und das ist natürlich für einen Developer ein Traum.